Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es stand ja noch im Raum, dass dieses Jahr noch eine weitere Fusion folgen wird und das Ganze wurde gestern tatsächlich auch angekündigt, welche Server zusammengepackt werden. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es betrifft noch nicht W50, aber es sind schon einige internationale Server schon mit inbegriffen. Und wenn wir hier einmal auf die Liste schauen, handelt es sich hierbei um die Fusionswelt 23, wo wirklich sehr, sehr viele Server schon mit drin sind. Und wir haben hier einmal zwei Server aus Frankreich, ja, dann haben wir hier die Hungarian Server 18 und 19, tschechische Server 33 und 34, die polnischen Server 38, 39 und wir haben, und das wird wahrscheinlich die meisten, die hier zuschauen, vielleicht betreffen, so die deutsche Welt 41 und 42 und unter anderem haben wir dann noch die internationalen Welten 38 bis einschließlich 45, die alle zusammen fusioniert werden und daraus dann Fusionswelt 23 entsteht. Vielleicht gibt es da draußen ja hier gerade welche, die entweder bei den deutschen oder bei den internationalen Servern schon drauf spielen. Gerade bei den deutschen Servern würde mich das mal interessieren, falls da jemand von euch drauf spielen sollte, auf 41 oder 42. Wie sieht es da so momentan gerade aktivitätstechnisch aus? Sind die Server so komplett tot, dass ihr euch da jetzt schon freut auf die Fusion? Habt ihr da schon lange drauf gewartet? Genauso natürlich wie die W-Server, die hier jetzt auch mit inbegriffen sind. Und es ist sehr spannend zu sehen, dass sie hier bis zur Welt 45 gegangen sind. Also es könnte gut sein, dass die nächsten Server vielleicht 46 bis W50 mit einbegriffen, mit eingeschlossen sind, so. Keine Ahnung, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend und also ich muss sagen, W50, klar, ist auch nicht mehr so der aktivste Server, so wie er mal früher gewesen ist, das ist natürlich logisch, nichtsdestotrotz, habe ich jetzt schon deutlich inaktivere Server erlebt, als jetzt zum Beispiel W50. Ich meine, es ist jetzt noch nicht so weit. Der Merge steht jetzt für den Server jetzt natürlich noch nicht an, aber früher oder später wird das Ganze natürlich auch passieren und ich denke mal, das wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann auf uns warten. Ich denke mal, ich weiß nicht, für dieses Jahr wird es das wahrscheinlich gewesen sein von den Merges her. Es könnte natürlich noch sein, den Klaus nicht erreicht. Könnte natürlich noch sein, dass was auf uns wartet, aber es wurde auf jeden Fall zumindest von einer Fusion noch dieses Jahr gesprochen und da haben wir sie auf jeden Fall und freut mich natürlich für alle Leute, die davon jetzt betroffen sind, beziehungsweise halt eben auf den inaktiven Servern schon lange Zeit gespielt haben und jetzt halt eben zu einem Fusionsserver werden. Vielleicht entsteht da auch die nächste große Mega-Gilde, man weiß es nicht, ja. Und ich denke mal, es werden sich wahrscheinlich wieder einige Gilden zusammenschließen, gerade von den lokalen Servern, also jetzt sprich die deutschen Server oder die polnischen oder tschechischen oder so, die haben es ja meistens immer noch mal ein bisschen schwieriger als die internationalen Server, weil erstmal die nicht ganz so häufig besucht werden, beziehungsweise halt eben nur, wie der Name schon sagt, halt eben lokale Spieler drauf sind, also nur aus deren Ländern halt eben, die halt eben die Sprache sprechen, ne? Und die werden jetzt halt eben mit internationalen Leuten zusammengemerged, mit Leuten zusammengemerged, die auch aus anderen Ländern kommen, ne? Und da entsteht halt eben jetzt so eine große so ein großes Zusammenkommen zwischen den einzelnen Ländern und ich denke mal, die lokalen Server werden davon am meisten profitieren, da die sich dann halt eben mit den Großen dann zusammenschließen. Also da werfen wir auf jeden Fall auch mal zwischendurch unser Augenmerk drauf. Das war jetzt auch nicht so doll hier. Und gucken mal, wie die Server so darauf performen werden. Also ich kann mir vorstellen, dass einige Leute auf den W-Servern hier auch zuschauen werden. Ich glaube, wir hatten auch mal
irgendwie so ein paar ja, Charakterbewertungen oder sowas mal ganz früher irgendwie gemacht auf den Servern, aber die sind mittlerweile auch alle nicht mehr hier in in meiner Charakterauswahl mit inbegriffen. Da sind meist jetzt nur noch die EU-Server, ein paar Fusionsserver und die ganzen anderen, die habe ich dann ja irgendwann mal rausgeschmissen, weil ich dann irgendwann auch den Überblick verloren habe. So, ne? Selbst hier haben sich jetzt schon wieder so viele Accounts angehäuft, die ich jetzt gar nicht mehr aktiv spiele. So, ne? Und das war zu der Zeit, als ja, der SF-Account rauskam und dann man ein paar Server auf jeden Fall dann mit rübernehmen konnte von ja, den lokalen Servern zu dem SF-Account. Ne? Jo, und das hatte ich dann gemacht und da hatte ich dann halt eben einen großen Teil davon aussortiert. Auf jeden Fall hatten wir halt eben dort die ganzen internationalen Server drauf gehabt, wo wir drauf gespielt haben, temporär. Ne? Aber die habe ich jetzt leider nicht mehr zur Verfügung. Ne? Sonst hätte ich nämlich da nochmal drauf geschaut und geguckt, ja, welche Gilden da so gerade am Dominieren sind. Vielleicht ja, kennt man noch irgendwie ein paar Namen oder so. Ich bin mir da hundertprozentig sicher, dass das der Fall sein wird. Aber jetzt nochmal überall einen neuen Account erstellen, da habe ich auch nicht so die Muße zu. Vor allen Dingen, wenn man sich hier neue Accounts erstellt in der Charakterauswahl, da muss man halt eben auch ja, so lange warten, bis die auch wieder gelöscht werden, weil da natürlich so eine Sperre jetzt mit davor ist, dass die nicht sofort hier draus verschwinden, sondern halt eben einen gewissen Cooldown haben. Und ja, das ist dann schon eine ganz schöne Sisyphus-Arbeit auf jeden Fall. Aber wir werden uns definitiv den Fusionsserver mal reinziehen. Ne? Jo, genau, dann haben wir schon, ja, dann sind wir schon auf einem guten Weg. Ich weiß gar nicht, wie viele deutsche Server es momentan gerade gibt. Ich bin mir da auch echt nicht mehr so sicher tatsächlich. Deutsch. Bis zur Welt 43, ja. Also wir haben hier Welt 41 und 42, die hier noch gemerged werden. Und dann ist Welt 43 tatsächlich die letzte alleinstehende deutsche Welt, die uns noch überbleibt. Ja, ansonsten sind alle deutschen Server soweit weg. Von Frankreich, mal gucken, das ist ja auch sehr interessant. Frankreich 1415, da sind die kompletten Frankreich-Server weg. Ungarn haben wir noch 18, 19 und 20. Da bleibt dann noch die 20 übrig, also hier auch die letzten beiden Server, die hier weggemerged werden. Und von den polnischen Servern haben wir hier 38 und 39, da bleibt dann auch nur noch ein Server tatsächlich übrig. Ne? Und von den tschechischen Servern haben wir hier die 33 und 34. Hier bleibt auch nur noch ein Server jeweils übrig. Und das wird dann wahrscheinlich der letzte Merge dann werden mit den lokalen Welten, bevor die dann hier komplett ausradiert sind sozusagen. Ja, also wahrscheinlich nochmal Welt 43 von Deutschland, 35 von Tschechien, gut, Frankreich ist jetzt weg, Ungarn 20 und Polen 40. Das sind auch tatsächlich alles Jubiläumsserver, beziehungsweise viele Jubiläumsserver sind da mit dabei. Polen 40, Ungarn 20. Gut, Deutschland 43 ist jetzt nicht so krass, denke ich mal. Ich weiß nicht, ich war auch schon ewig nicht mehr da drauf, ne? Und Welt 35 Tschechien. Das wird wahrscheinlich nochmal ein heftiger Merge werden. Und dann kann ich mir halt vorstellen, dass halt eben 46 bis 50 gemerged werden. Und das würde einen heftigen Server entstehen lassen. Vor allen Dingen, sehr interessante These, falls wir Spieler von Welt 43 hier drauf haben oder jetzt gerade zuschauen. Ne? Ich müsste mir eigentlich nochmal schnell einen Account erstellen. Ja? Das wäre ja tatsächlich möglich, dass der deutsche Server 43 mit dem Welt 50 Server gemerged werden. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass ein paar Deutsche eventuell die Chance haben, früher oder später mit uns in der Holzfällerhütte tatsächlich zu spielen, falls da das Interesse besteht und starke Spieler damit am Start sind. Also es ist eine Möglichkeit tatsächlich. Ich muss das jetzt mal wissen, ja, was hier so auf dem Server so abgeht, damit wir hier mal gleich noch ein bisschen Ausschau halten nach eventuell sogar zukünftigem
neuen Spielern hier, ne, denen man begegnet. Das kann ja früher oder später sein. Ach, das ist der Server von Shakes and Fidget. Das ist, glaube ich, ja, das müsste die Twitch-Gilde sein. Das ist ja krass. Okay, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also wir haben hier viele bekannte Spieler auf jeden Fall am Start und starke Spieler natürlich auch. Ne? Und ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Also ich denke mal, hier werden definitiv ein paar Leute am Start sein, die, denke ich mal, hier auch zuschauen. Und ja, da ist natürlich nur die Frage, die Gilden untereinander werden, die ersten paar werden wahrscheinlich so oder so sehr aktiv zusammenhalten. Ne? Aber falls natürlich hier Gilden dabei sind, ja, ich sag mal so in dem unteren Bereich hier nachher, ne, da könnte es natürlich schon so weit werden, dass sich vielleicht Leute nicht mehr ganz so wohl fühlen, weil sie halt eben in einer inaktiveren Gilde spielen. Und dann mal gucken, ne? Ja, vielleicht landet man zusammen auf einem Server. Ja, ja, das wäre dann der Fusionswelt 24. Ne? Wir haben ja jetzt die 23, die auf uns zukommt, das wäre dann die 24. Aber das ist natürlich jetzt erstmal nur eine Mutmaßung. Es kann natürlich auch noch ganz anders kommen. Aber wäre auf jeden Fall cool. Ne? Dann hätten wir zum Beispiel den Mode Zone auch zweimal auf dem Server, einmal auf W50, ja, und dann einmal hier auf der deutschen Welt 43. Das ist natürlich auch sehr interessant. Derafin haben wir hier auch am Start, ne? Und natürlich auch noch viele andere weitere Leute. Ne? Also lassen wir uns überraschen. Ne? Lassen wir uns überraschen. Aber ich denke mal, das wird nicht mehr dieses Jahr passieren. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr soweit sein. Aber ansonsten habe ich hier eigentlich auch einen Account drauf. Ich weiß das gar nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Ja, Freunde. Okay, das soll es aber erstmal soweit von der heutigen Folge gewesen sein. Sehr interessant. Sehr interessante Thesen, die hier aufgestellt werden. Ja, der muss jetzt halt wieder gelöscht werden. So, ne? Das ist immer sehr umständlich hier. Ansonsten, ja, freue ich mich für die Leute, die beim Merge jetzt mit dabei sind und eventuell auf einem aktiveren Server spielen, falls der alte Server schon ein bisschen inaktiv geworden ist. Und bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank. Haut rein und bis zum nächsten Mal.